Tja, ich begrüße euch da wieder bei ABC Mörders zurück. Das letzte Mal haben wir ja wieder Rätsel geknackt. Wir sind also richtige Knacker. Rätselknacker. Na, Spaß beiseite jetzt. Wie gesagt, jetzt müssen wir sie wieder behandeln. Noch. She appears to be very flustered. Merkwürdigerweise noch einmal. Teilweise verwischter Lippenstift. Bussi Bussi hat es wahrscheinlich gerade gegeben. Brust, schneller Atem. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Naja, vielleicht hat es gerade geschnackt. Teapot with black Vielleicht hat es dubbing, gerade geschnackselt. period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Fragen, ob er ihr Geschenke gemacht hat. Fragen, ob es ihr peinlich war, für einen älteren Mann zu arbeiten. Fragen, wie ihre Beziehung zu ihrem Dienstherrn war. Was sind das für Pipapo-Fragen? Fuck, Alter. Ja, alle drei stimmen. Man kann sie alle drei fragen. Alle drei fragen. Ich meine, peinlich wird sie wahrscheinlich nicht gewesen sein, schon an wie es ausschaut. Die wird wahrscheinlich da mit dem Bruder da ein Techtelmechtel haben. Beziehung zu ihrem Dienstherrn. Mein Gott, ja, so ein junges Ding. Heute ist das nichts mehr Außergewöhnliches, dass eine Sekretärin, oder früher war das überhaupt nicht so keine Außernatürlichkeit. Ja. Fragen, ob er Geschenke gemacht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass er das auf die Brosche hinzieht, was wir im vorgestrigen Video gesehen haben. Ah ja, die fehlt jetzt. Ah ja. Genau. Die Brosche fehlt. Die hat es jetzt nicht mehr. Gestern hat es noch gehabt. Ah ja. Also man muss nur Kleinigkeit aufpassen, weil gestern hat es eine Brosche gehabt, genau. Dann fragen wir uns einmal um die Geschenke. And sometimes he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? Ja, weil die Brosche erwähnen, weil die chinesische Tasse erwähnen, nein, das war Blödsinn im Metall. Weil gestern hat sie eine Brosche gehabt. Auf der Jacke. I am referring to your brooch. This old brooch? Mademoiselle, you know perfectly well. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended. Unbeharrlich, aha. Sie beschuldigen, eine Opportunistin zu sein. Fragen, warum sie nicht trägt. Fragen, ob dies das Geschenk lediglich verärgert hat. Ja, sicher hat es verärgert. Könnte man vorstellen. Na freilich, aber wenn man so einem jungen Ding was schenkt. Klar. You took it off because of Lady Clark, am I right? Indeed. Lady Clark does not like this jewel. Why upset someone who is so gravely ill? Ja. Ja, es ist... Fragen, ob Lady Clark eifersüchtig ist. Erläutern, dass der Drache Lady Clark Angst macht. Ja, ob sie eifersüchtig ist, ganz klar.
I see. Maybe Lady Clark is a little jealous. Mr. Poirot, do not be mistaken. There was nothing going on between Sir Carmichael Clark and myself. It's just... how should I say? Well, Lady Clark is very suspicious. Insanely suspicious. Wearing this old brooch in front of her would have caused her unnecessary suffering. Don't you think? I am not blaming you, mademoiselle. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. Fragen, ob sie in der Tatzeit war. Nach ihrer Version der Tatzeit fragen. Version. Tell me what happened last night. After dinner? Version. Well, I did some sewing and then I went to bed. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Fragen, was sie über Franklin denkt. Nach den Gründen ihrer Abneigung gegen Franklin fragen. Fragen, ob sie ein Verhältnis mit Franklin hat. Ja, Abneigung ist nicht wirklich. Und was soll sie über Franklin denken? Beziehungsweise... was wurscht. Fangen wir es mit der Beziehung. Beziehung mit Franklin. Beziehung mit Am I Franklin. right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Sie beschuldigen, Franklin geküsst zu haben. Sich entschuldigen. Sie um Bestätigung bitten, dass sie Franklin geküsst hat. Ja, nachdem das so pumpt, kann sie ihm noch geküsst haben. Bestätigung. Mademoiselle, it is difficult to hide things from me. He kissed you earlier, did he not? My goodness, with Sir Carmichael's death I was feeling so awful, so worried. I was unable to resist. I am not judging you, mademoiselle. Miss Grey, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Grey at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Naja, dann werden wir wieder rekonstruktieren. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Angreifen, warten. Warten wir mal. Warten. The old man walks quietly along the gravel path. Bewundern. Angreifen, warten. Bewundern. Bewundern. Then he turns towards the sea to gaze at it. Von links angreifen und von rechts angreifen. Po. Von rechts angreifen. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Die Kehle aufschneiden. Dann die Kehle durchschneiden. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving.
everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Oh. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Interessant. Interessant. War das unser Mörder? Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. I should take advantage of the silence to examine them. Tja, wollen wir das? Sie haben sogar Gefeinde. Halten, wenn Sie dafür den Gegenstand an Ihrem Inventar beobachten Sie ihn, indem Sie Dreiecktaste drücken und drücken Sie die R1-Taste. Das Symbol Änderung erscheint nur, wenn eine Änderung möglich ist. Was haben wir da jetzt? Theodore Grey, sehr Assistentin, sie ist weise. Sie kümmert sich um Lady Clark und verabreicht ihr regelmäßig Morphium. 27 Jahre, Sir kam mag ein kleiner Bruder. Er wusste nicht, ob sein Bruder Feinde hatte. Er hat Gefühle für Theodore Grey. Donald Fraser. Da ist er, Donald Fraser. Er ist bitte benannt verlobt, er hat eine. Das ist ja klar. 60er, ja, das er macht, das sind echt tolle Geschenke. Aber es wurde ihm die Kehle durchschnitten. Ja, gut, das war wieder ein Bruderkampf wahrscheinlich. Jeden beobachten, okay, das werden wir jetzt machen. Das werden wir jetzt einmal machen. Da werden wir mal anfangen. Mit wem fangen wir dann an? Mit dem Donald Fraser. Den Donald Fraser werden wir mal beobachten. Den Donald Fraser. Da noch immer seine Augenringe. Donald Fraser. Donald is always on edge. Der Donald Fraser hat da noch immer seine Augenringe, ja. Dann Rasierschnitt und geballte Hände. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Dann haben wir die Megan She Bernhard. appears to have taken more care with her appearance. Die Megan than the rest. Bernhard. Da haben wir die wunderschönen Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen.
Kein wunderschöner Ohrenring. Und die Kette fällt uns auch in die looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Schossel. Did she make herself beautiful for him? Das war eigentlich gut. Was haben wir da noch? Wen haben wir da noch? Ein Hasting. Ein Hasting. Ah, da kann man nichts. Oh. Gut. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Gut. Das ist das da, Franklin. Den Hasting kannst du gar nicht. Super. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. I ought to concentrate on my guests. Ach so, du musst mit ihm reden. Das ist super. Da drauf, gleich kurz. Ah, sehr gut. Ah, warte mal, was ist denn das? Ein Kugelschreiber war das. Aha. Gut, was haben wir da? Welche? Die Ladies? Die Ladies haben wir da. Das ist... Das war, glaube ich, die Mary Drower. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Das... Ah, jetzt hat's wieder die Bursche, das habe ich gemeint. The song says, Das habe sometimes ich I vorhin love a gemeint. blonde who Jetzt comes wieder from die Bursche, Eden die by kommt da, way of vielleicht bist du Sweden. deppert. But I am not sure that this blonde is an angel. Die pumpt aber ordentlich die Web. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victim's ear in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Gut, jetzt wird's Zeit. Das heißt, nach dem Grund dieses Treffen fragen, bitten nicht so in Eile zu sein. Den Grund. Wir werden den Grund nehmen. You are an intelligent woman, Mademoiselle Barnard, and I'm sure that you have already understood my intentions. You think that if we put our heads together, we might come up with something new? I am convinced of it. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name, by chance, starts with B. Must we go into that? Akzeptieren, dass dieses Thema über Unbehagen überzeugt, einer bitten, sich zusammenzureißen. Wenn wir es zweite tun, halt bitte, sich zusammenzureißen. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Beim eigenen Initiieren, wegen Fragen, warum Peter nicht gesagt hat. Nicht erzählt hat. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behaviour. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well.
but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Gut. Ist der Mörder clever? Bist du deppert? Was ist das für eine Frage? Fuck. Ist der Mörder clever? Puh. Die wurde zu einer Stunde gedreht, als die Straße mit voll mit Menschen war. Das ist ganz schön gewagt. Brief unterschrieben mit ABC mit Mord und Königin Andorra. Ist der Mörder clever? Fuck. Vergisst nie seine integrante Unterschrift zu hinterlassen, ohne das Großbuch. Sicher mit mir so. Ist der Mörder clever? Fuck, was ist das für eine Frage? In der Tat, kommen wir auf den Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Ja, okay, machen wir das. Das stimmt sogar. Brillant, okay. Ist der Mörder selbstsicher? Na, leg mich doch am Arsch. Das gibt's ja nicht, Alter. Was sind das für Fragen? Entschuldigung. Okay. Das gibt's ja nicht, Alter. Der Mörder hat Methode, ohne das Captain, und der Mann hat Breite, ein Kruschkurs. Naja, selbstsicher. Das kann eigentlich nur heißen. Gut, ich mag da mal Züge nach, das war so Blödsinn, da möchte ich sagen, genau, also. Er war vielleicht dann zu einer Stunde, wo die Straße voll mit Menschen war. Oh, das stimmt sogar. Selbstsicher. Ist der Mörder ein Verführer? Na, leg mich doch am Arsch. Entschuldigung, aber das muss jetzt mal gesagt werden, das ist ja Wahnsinn. Der Mörder hat Methode. Verführer. Methode vergisst nie seine. Na, das ist ein Blödsinn. Das die ersten zwei sind aber Blödsinn. Das mit dem Kursbuch auch. Das ist mit Kursbuch ist auch Blödsinn. Es kann nur die 1 oder die 2 sein. Das Kursbuch oder das da verführt. Das da kann es eigentlich noch sein. Ja, aber ist der Mörder, mag der Mörder Züge? Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Das kann eigentlich nur irgendwas mit Züge. Das ist da das Kursbuch. So kann er das sein, Aussage. Das da. Mag Züge. Ist der Mörder impulsiv? Fuck, Alter. Der Mörder hat Methode bereit, wenn die vergisst nicht seine Idee zu hinterlassen. Das kann eigentlich jetzt nur das sein. Der ist da eigentlich kalt. Aha. Naja, jetzt kann es eigentlich hin, haben wir das eine Seite mit den ohne. Den da ist der Mörder großzügig, weil das kann es ja nicht sein, aber das kann das ja nicht das sein, großzügig. Da stehen sie auf gewisse Weise ist er sehr großzügig von ihm. Beantwortet eigentlich ja schon das alles, das kann nur das sein. Das, auf eine gewisse Weise ist das sehr großzügig von ihm, der letzte Satz da kann nur das sein, ja ich sehe. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that
Zögert. Mehrere dringend zu helfen, mehr fragen, was sie stört. Hervorheben, dass ihr Geld für den Zug fehlt. Also das mit Geld mit dem Zug fehlt, glaube ich mal eher nicht. Was sie stört. Was sie stört eigentlich. Was sie stört. Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see, I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Oh, Starting with you, Miss Flower, Flower, please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. The meeting was most fruitful. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. Und das machen wir dann morgen weiter. Okay. Tschüss, Baba. Bis morgen, 15 Uhr. Bauspar 1974. Wünscht euch bis morgen einen schönen Tag und bis morgen. Ich bin draußen.